Hallo, es ist Donnerstag und die Temperatur beträgt 7 Grad Celsius. Heute sind wir in Thüringen unterwegs und machen einen kleinen Lauf durch Suhl. Sie liegt am Südhang des Thüringer Waldes im Tal von Lauter und Hasel. Die alte Bergstadt Suhl kann auf eine bewegte Geschichte vorweisen. Menschen lebten bereits um 2000 vor Christus auf dem Gebiet der heutigen Stadt Suhl, wie archäologische Funde belegen. Etwa 500 vor Christus wurden mit der Einwanderung keltischer Volksstämme im Suhler Raum Menschen nachweislich sesshaft. Es wird angenommen, dass ein einzelner Hof in der Gegend der Hauptkirche am Rimbach gelegen die erste Ansiedlung war. Die Salzquellen und das vorgefundene Eisenerz durfte der Anlass zur Ansiedlung gewesen sein. Der anfängliche Hof vergrößerte sich zum Dorf und entwickelte sich im Laufe der folgenden Jahrhunderte allmählich zu einer größeren Ansiedlung. Im Laufe des Mittelalters entwickelte sich Suhl zu einem wichtigen Handelszentrum. Die Lage an einer wichtigen Handelsstraße über den Thüringer Wald trug dazu bei, dass die Stadt florentierte Märkte und Handelsbeziehungen unterhalten konnte. Zudem etablierte sich in Suhl eine starke Handwerkskultur, insbesondere im Bereich der Waffen- und Büchsenherstellung sowie im Metallhandwerk. Schon vor 1500 wurde in Suhl Feuerwaffen hergestellt. Die Herstellung von Feuerwaffen, insbesondere Musketen, trug aber maßgeblich zur wirtschaftlichen Blüte Suhls bei. Die Stadt wurde ein wichtiger Lieferant von Waffen für Armeen im In- und Ausland. Schriftliche Überlieferungen der Zunft der Rohr- und Büchsenschmiede gibt es bereits aus dem Jahr 1555. 1631 war Suhl die Rüstkammer Europas und zählte 7000 Einwohner. Mit insgesamt 119 Schlossmeistern und Büchsenmachern war Suhl im Jahr 1736 führend in der Waffenherstellung innerhalb von Kursachsen. 1751 gilt als Gründungsjahr der Waffenfabrik Sauer und Sohn, der ersten deutschen und nach der in Lüttich, Belgien, zweiten Waffenfabrik in Europa. Die Rüstungsindustrie war auch während der Zeit der Nationalsozialismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor in Suhl. Wie überall in Deutschland wurden auch hier in Suhl die jüdische Bevölkerung systematisch verfolgt und diskriminiert. Ihre Synagoge wurde zerstört und viele Mitbürger wurden deportiert und ermordet. 27 jüdische Mitbürger wurden im Jahr 1942 nach Polen deportiert. Im September 1942 kamen weitere 14 nach Theresienstadt. Einigen gelang die Flucht in die USA. Suhl wurde am 3. April 1945 von Einheiten der 3. US-Armee unter Befehl des Generals George S. Patton besetzt
Erst am 3. Juli 1945 übernahmen Einheiten der Roten Armee aufgrund des ersten Londoner Zentralprotokolls von 1944 und der Beschlüsse der Konferenz von Jalta die Stadt. Suhl wurde damit Teil der sowjetischen Besatzungszone. (1947) wurden wichtige Werke der Rüstungsindustrie gesprengt, unter anderem Krieghof, oder als Reparation in die Sowjetunion abtransportiert, wie die Simson-Werke. Bereits im Jahr zuvor waren wichtige Experten und Facharbeiter wie der Konstrukteur Hugo Schmeisser MP-18 Sturmgewehr 44 in die Sowjetunion verschleppt worden. Die Simson-Werke erfuhren mit der Aufnahme der Motorradproduktion AWO 425 im Jahr 1950 eine Wiederbelebung. Die Werke produzierten bis 1952 als Smart-Betrieb unter sowjetischer Führung. Ab 1952 als Fahrzeug- und Gerätewerk Simson-Suhl. Ab 1968 dann als Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann Suhl Fajas. Andere namhafte Waffenhersteller wie J.P. Sauer und Sohn oder Sempert und Krieghof wurden von den Sowjets enteignet und wanderten mit ihren Familien nach Süddeutschland ab. Neben den hochwertigen und international hochgefragten Jagdwaffen stellte das Fajas in den Folgejahren seine legendäre Vogelreihe her. Hierzu zählten Schwalbe, Spatz, Star, Sperber und Habicht. Später wurden die ebenso legendären S-50 und S-51 Enduro gefertigt. Die letzten Fahrzeuge der Star Classic-Reihe wurden im Jahr 2002 gefertigt.
Adesso le nuove nuova. Ma ne si può raccontare una tavola si reclutano giusto qua. Soll ich auch von dieses Teil?
Frauen, die so einer Bar gehen. So, das war es hier aus Suhl. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich möchte mich bei allen meinen Abonnenten bedanken für die tolle Unterstützung meines Kanals.